Rorty verwirft die Vorstellung, dass wir versuchen sollten, in realistischer Manier den Dingen gerecht zu werden. Rorty sagt, wir müssen davon loskommen, von etwas anderem Rechenschaft abzugeben als von uns selbst. Damit war für ihn das Thema Objektivität erledigt. Bei Foucault ist überhaupt das Bedürfnis nach Theorie etwas, von dem er genug hat. Und Lyotard ist mit Feierabend der Meinung, dass alle Argumentation nur dazu dient, einen arglosen Gegner übers Ohr zu hauen. Mit dem guten Ruf der Rationalität war es also zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr allzu weit her. Und daran hatte die Postmoderne einen nicht geringen Anteil. Bei Lyotard ist Denken überhaupt nichts mehr anderes als eine Reflexion über das Nicht-Identische, über das, was der Identifizierungs- und Verallgemeinerungswahn der Moderne systematisch unter den Tisch hat fallen lassen. Das Nicht-Verstehen tritt bei Lyotard nun in den Vordergrund. Er ist der Überzeugung, dass ein wirkliches Verstehen ohnehin unerreichbar ist. Weil er dabei aber nicht zwischen objektiver An-sich-Welt und subjektiver Für-mich-Welt unterscheidet, erzeugt Lyotard den Eindruck, dass im Grunde alles Verstehen, auch das Pragmatische, sinnlos ist. Diesen versteckten Objektivismus von Lyotard thematisiert auch Albrecht Koschorke in seinem Aufsatz Linksruck der Fakten. Koschorke ist der Meinung, dass das Unternehmen linke Machtkritik bei Derrida wie bei Foucault getragen ist von der offenen oder stillschweigenden Zuversicht, dass ideologische Gebäude erschüttert oder gar zum Einsturz gebracht werden können, wenn man ihnen nachweist, dass sie im Kern aus referenzlosen Sprechakten bestehen, die nicht aus einem Wesen der Dinge oder aus der Tiefe eines Ursprungs hervorgehen. Sollte Koschorke damit recht haben, dann würde, wie schon bei Kant, auch bei den Postmodernen, Gevatter Jedermann den Beweis für eine allgemeingültige Rationalität liefern. Das aber wäre eine große Erzählung pur, denn für einen solchen Nachweis werden auch in absehbarer Zeit alle Voraussetzungen fehlen. Die Gefahr besteht also, dass man es auch in der Postmoderne mit einer illusionären Überschätzung des folgerichtigen Denkens und einer Fehleinschätzung des eigenen Objektivismus zu tun hat, weil immer noch mit einem allgemeingültigen Verstand bzw. einem Bewusstsein überhaupt gerechnet wird. Im Aufsatz Was ist postmodern, schreibt Lyotard, Seite 48, es kommt uns nicht zu, Wirklichkeit zu liefern, sondern nur Anspielungen auf ein Denkbares, das nicht dargestellt werden kann. Hier möchte man meinen, Lyotard hat sich endgültig von einer objektiven Wirklichkeit verabschiedet, weil eine allgemeingültige Logik mittlerweile obsolet geworden ist und keine Bedeutung mehr hat. Wenn man aber Lyotard an anderen Stellen liest, lässt sich durchaus bezweifeln, ob der Anführer der postmodernen Bewegung tatsächlich so sehr dem universalistischen, objektivistischen und logozentrischen Denken abgeschworen hat, wie er selbst glaubt. Im Widerstreit, Seite 74, heißt es zum Beispiel, die Wirklichkeit muss belegt werden und sie wird umso besser belegt, je mehr unabhängige Zeugnisse man anführen kann. Das hört sich fast wie das Plädoyer für einen Konsens im Sinne von Habermas an. Das konnte man aber schon bei Nietzsche lesen, dass die Feststellung von Tatsachen auf einer Übereinkunft beruht. Damit ist aber keinerlei Beweis für irgendeine Realität erbracht. Ebenfalls im Widerstreit, Seite 78 ist zu lesen, eine Realität kann als Beispiel dafür gezeigt werden, dass der kognitive Satz wahr ist. Eine Absage an Wahrheit oder Wirklichkeit sieht anders aus.
Wäre von einer subjektiven Wahrheit die Rede, könnte man das Ganze noch durchgehen lassen. Aber das ist ja nicht der Fall. Seite 79 heißt es, alle Blumen, die eine Strahlung mit einer Wellenlänge 650 bis 750 Nanometer Band aussenden, können als Beispiel zur Validierung des kognitiven Satzes, dass sie rot sind, dienen. Hier beruft sich jemand auf nichts anderes als auf eine Konvention, auf eine im Grunde willkürliche Festlegung von Maßeinheiten, wie es bei allen Messungen der Fall ist, um eine Aussage zu validieren, so als ginge es um Wahrheit und Erkenntnis und nicht um eine praktische Abmachung. Habermas und sein roter Ball lassen grüßen. Wenn Lyotard im Widerstreit schreibt, dass die Wirklichkeit niemals feststeht, dann ist das alles andere als klar und deutlich. Wieso steht da nicht, dass es gar keine Wirklichkeit gibt, wo doch angeblich für den signifikanten Realität kein Referent mehr zur Verfügung steht? Lyotard behauptet mit einem ostensiven Satz, die Realität eines Gegenstandes zeigen und damit einen kognitiven Satz validieren zu können. Ein solches ostensives Zeigen aber macht nur Sinn, wenn es in einer ganz konkreten Situation passiert, in der ein ganz bestimmter Zweck verfolgt wird und auch die Validierung im Hinblick auf diesen Zweck stattfindet. An sich und unabhängig von der konkreten Situation, also unabhängig von einem pragmatischen Interesse, ist diese Auffassung von der Validierung eines kognitiven Satzes an sich durch ein Zeigen nichts als Unsinn. Wenn es im Widerstreit Seite 58, Seite 85 heißt, die Wirklichkeit lässt sich nicht durch einen Satz ausdrücken wie X ist derart, sondern nur durch einen Satz X ist so und nicht so. Dann scheint Lyotard tatsächlich eine An-sich-Definition abzulehnen und nimmt eine pragmatische Relativierung vor, indem X nicht einfach so oder so ist, sondern im Vergleich zu etwas anderem bestimmt wird. Aber klarzustellen wäre, dass es sich in keinem Fall um eine objektive Wirklichkeit handelt. Da kann Lyotard noch so sehr bekräftigen, dass das ontologische Argument falsch ist und eine Äquivalenz von Realität und Bedeutung unmöglich, wenn er seinen Realitätsbegriff nicht entweder fallen lässt oder ihn eindeutig subjektiv pragmatisch deklariert, denn die Unklarheit und Verwirrung bleibt so weiterhin bestehen. Mit Validierung kann in keinster Weise ein objektiver Vorgang gemeint sein. Es wird nur allenfalls eine subjektive Gültigkeit behauptet, die jedoch nicht von einem Subjekt auf das andere übertragbar ist. Ein generelles Verfahren zur Validierung eines kognitiven Satzes an sich und überhaupt gibt es nicht. Und das gilt auch für die Validierung jedes anderen Satzes aus der Palette der Sprachspiele. Wenn Lyotard Seite 88 im Widerstreit von der Beharrlichkeit eines Referenten behauptet, dass sich dadurch die Wirklichkeit eines X feststellen lässt, weil man es wiedererkennt, dann muss vorher eine Bestimmung des Gegenstandes stattgefunden haben, die nur gültig ist, solange die Erscheinung eines Gegenstandes kontinuierlich ist bzw. wiedererkennbar. Das ist sie aber nicht für alle Zeit und an jedem x-beliebigen Ort gleichermaßen. Im Widerstreit Seite 89 behauptet Lyotard die realen Eigenschaften eines Referenten. Eine solche Objektivierung praktischer Motive zu einer überindividuellen Realität trägt nicht gerade dazu bei, mit dem üblichen Realitätswahn abzurechnen. Verglichen mit dem viel zitierten Satz am Schluss von Lyotards Aufsatz Was ist postmodern, dass es nicht an uns ist, Realität zu liefern, wirkt der Widerstreit eher als Weichspülung in Richtung auf praktikable Realitäten.
In seinem früheren Aufsatz wollte Lyotard noch davor warnen, den Terror ein weiteres Mal zu beginnen und das Phantasma der Umfassung der Wirklichkeit in die Tat umzusetzen. Im Widerstreit wird validiert, was das Zeug hält, aber nicht subjektiv, sondern objektiv. Kein Wunder also, wenn die Erfinder des neuen Realismus dann in Lyotard nicht den entschiedenen Gegner vorfinden, der er vor dem Widerstreit gewesen war. Und so ist es dann auch wieder zu vielen Inszenierungen zur Wiederbelebung der Fiktion des Realen gekommen, die Baudrillard als Gipfelveranstaltungen eines Kosmos der Simulation anprangert. Um die Jahrtausendwende tönte der Neorealismus aus allen Kanälen und die natürliche Auffassung der Dinge an sich war wieder einmal salonfähig geworden. Zwar waren Realisten und Positivisten jetzt mehr und mehr gezwungen, kleinere Konzessionen zu machen. Statt von Objektivität wurde nun von einer Intersubjektivität oder bloß von Erfahrung gesprochen und dergleichen Schönheitskorrekturen. Aber die Grundeinstellung einer beweisbaren Wirklichkeit wurde dabei nicht aufgegeben. Moritz Schlick vom Wiener Kreis behauptete um 1920, dass es nur eine Wirklichkeit gibt und die Vertreter der analytischen Philosophie suchen jetzt noch nach einer wirklich existierenden und der wahren Welt. Wenn zu Beginn des 21. Jahrhunderts medienmächtige Zeitdiagnostiker einen allgemein gehegten Wunsch nach Realität verkünden, dann möchte man meinen, dass 100 Jahre Diskussion um den naiven Realismus überhaupt nicht stattgefunden haben, dass ein geistiger Fortschritt überhaupt unmöglich ist, weil sich der Massenverstand in einem ganz natürlichen Kreislauf dreht. Auf einen Sommer mit viel Sonne und Licht folgt ein Winter mit wolkenverhängtem Himmel und ein Reich der Schatten. Die Menschheit folgt einem Naturgesetz. Auf eine Epoche der geistigen Klarheit folgen Verwirrung und Finsternis, um dann wieder aufs Neue erhellt zu werden und so weiter. Das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn dabei am Ende immer mehr Klarheit herauskommen würde, aber das ist ja nicht der Fall. Es wird immer wieder mehr oder weniger von vorn angefangen mit ganz unbedeutenden Variationen, das alte Lied mit einem neuen Text, aber von der Stelle kommt man nicht. Schon unter den alten griechischen Skeptikern hatte es welche gegeben, denen klar war, dass das Ding an sich unerkennbar ist. Kant hat das Problem 2000 Jahre später wieder auf die Tagesordnung gesetzt, aber die Kränkung, die der zu Kants Zeiten immer noch gottähnliche Verstand des Menschen durch diese definitive Grenze des Wissens und der Wahrheit hätte hinnehmen müssen, war wohl zu schmerzhaft gewesen. Bedenkt man, dass noch im 21. Jahrhundert das Internet beweist, dass mit der Erde als Scheibe immer noch zu rechnen ist, dann könnte man auch durchaus auf die Idee kommen, dass das Thema Ding an sich vollkommen außer Reichweite ist, weil der gesunde Menschenverstand einfach bis in alle Ewigkeit nur glauben wird, was er sieht. Wer naiv denkt, für den ist es einfach zu offensichtlich, dass der Planet Erde auch dann existieren würde, wenn es niemals Menschen gegeben hätte. Wer also behauptet, dass keine Wirklichkeit unabhängig vom Bewusstsein existiert, redet nichts als Unsinn. Im 19. Jahrhundert hat es in akademischen Kreisen vor Abhandlungen über die Realität der Außenwelt nur so gewimmelt.
Jede Menge intellektuelle Spitzfindigkeit wurde an ein Missverständnis verschwendet, das ganz schnell aufgeklärt worden wäre, hätte man nur mehr auf die kritischen Stimmen gehört, die die formale Logik in Frage gestellt haben. Das Problem war ja nicht, ob irgendetwas existiert, sondern ob dieses Etwas als etwas ganz Bestimmtes objektiv erkannt werden kann, ohne dass dazu eine Vereinbarung nötig ist. Naive Realisten und Positivisten waren und sind weiterhin der Ansicht, dass die Dinge an sich, so wie sie sind, durch die Sinne unmittelbar erkannt werden können. Ihnen ist die Realität in ihrer sinnlichen Erfahrung gegeben. Sie schließen von der Regelmäßigkeit natürlicher und mechanischer Abläufe auf das höhere Prinzip der Naturgesetze. Dabei wird kein Problem darin gesehen, dass der Schluss auf eine Allgemeingültigkeit etwas prinzipiell anderes ist als eine empirische Erfahrung. Es wird auch nicht in Betracht gezogen, dass Zeit und Raum willkürlich bestimmte Maßeinheiten sind, die erst mit irgendwelchen Gegenständen identifiziert werden müssen, um ein Gesetz zum Resultat haben zu können. Der praktische Nutzen der Messmethoden wird einfach in einen theoretischen Beweis verwandelt. Dass die Anwendung von Messmethoden problematisch ist, besonders wenn es sich um Bereiche handelt, die nicht so ohne weiteres einem beliebigen Maß unterworfen werden dürfen, wird ignoriert. Wenn menschliches Verhalten messbar gemacht wird, indem man dieses Verhalten unter normativen Gesichtspunkten betrachtet, um es besser unter Kontrolle zu haben, hat Wissenschaft ihre Kompetenzen überschritten. Eine solche Anlehnung an eine Methode der messbaren Einheiten hat auch zu Zeiten der Metaphysik dazu geführt, die Bedeutung von Begriffen durch eine subjektunabhängige Logik begreifbar machen zu wollen. Was sich nicht in diese Logik gefügt hat, wurde zur Ideologie erklärt. Zur Einbildung war irrelevant, weil es sich lediglich um eine subjektive Meinung handelt. Im Brustton der Überzeugung wurde zum Beispiel behauptet, dass die Schlacht bei Cannae, wo die Karthager und Hannibal ein übermächtiges römisches Heer geschlagen haben, eine objektive Tatsache ist. Aber die Schlacht bei Cannae ist nichts weiter als ein Begriff, über dessen Verwendung sich Menschen aus den verschiedensten Gründen geeinigt haben. Das übliche historische Verfahren ist relativ unkompliziert. Einfache Begriffe, mit denen die meisten Menschen einen plausiblen Sinn verbinden können, Begriffe wie Schlacht und Krieg und Kampf, aber auch Cannae als Ortschaft, führen sehr schnell zu einer gemeinsamen Auffassung der Bedeutung dieser Begriffe. Dasselbe gilt von Zeitpunkten. Und wenn dann noch irgendwelche Dokumente überliefert sind, nach denen sich auf den Tag genau sagen lässt, wann diese Schlacht stattgefunden hat, dann zweifelt kaum jemand, dass hier von einer objektiven Tatsache gesprochen werden kann. In Wahrheit aber geht dieser Tatsache eine Vereinbarung darüber, welche Merkmale oder Eigenschaften eine Sache haben muss, voraus, um überhaupt als allgemeingültiges Faktum gelten zu können. Nur wenn man sich einig darüber ist, dass eine Schlacht eben eine Schlacht ist und man dabei nicht wissen muss, wie viele Legionäre oder Karthager genau daran beteiligt oder gestorben oder verletzt worden sind, genügen bereits wenige Informationen, um von einem wahren Ereignis zu sprechen. Es war eben eine Schlacht und die Einzelheiten spielen keine Rolle. Sie ändern nichts am Ergebnis. Der Begriff objektive Tatsache kann sich also nur darauf beziehen, was eine bestimmte Gruppe von Menschen als eine objektive Tatsache definiert.
in dem festgelegt wird, was dafür wichtig und unwichtig ist. Wenn man nämlich nach Beweisen für diese Tatsache sucht, dann wird man nur das finden, was geschichtlich übrig geblieben ist. Die eigentlichen Zeitgenossen, die selbst dabei waren, hätten aber aller Wahrscheinlichkeit nach eine ganz andere Auffassung davon gehabt, was tatsächlich passiert ist. So wie auch jeder Überlebende eines modernen Weltkriegs eine andere Tatsache daraus macht. Diese Notwendigkeit einer vorherigen Definition der Vorgehensweise und was als Erfolg zu bewerten ist, besteht nicht nur für historische, sondern für alle möglichen Tatsachen. Das heißt für jede objektive Wirklichkeit. Aber nicht nur das. Für jeden Begriff, der in einer Aussage verwendet wird, muss vorher festgelegt werden, wie er zu verstehen ist. Und eine solche Festlegung kann niemals objektiv bzw. allgemeingültig erfolgen, weil sich alle Begriffe gegenseitig definieren und man am Ende einer Reihe von Definitionen feststellt, dass nun der Sinn und die Bedeutung der zuerst definierten Begriffe ein ganz anderer geworden ist. Dennoch kann eine zweckbedingte Definition erfolgreich sein, wenn der jeweilige Zweck erreicht wird und eine Definition auch nur so lange gilt, wie dieser Zweck verfolgt wird. Wer glaubt, es in wissenschaftlichen Abhandlungen mit allgemeingültigen Begriffen zu tun zu haben, kann schnell sein blaues Wunder erleben. So hat zum Beispiel vor etwa 25 Jahren ein gewisser Alan Sokal von sich reden gemacht, weil er in einer geisteswissenschaftlichen Zeitschrift mit einem unsinnigen Artikel landen konnte, den er ziemlich willkürlich mit postmodernem Jargon versehen hat.